Ich zeige dir heute eine Anleitung für eine Dioramakarte und das Ganze in kurz und knackig. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Diese Dioramakarte habe ich letztens schon gezeigt. Ausführliche Anleitungen zum gechillten Mitbasteln und meistens gewünscht, und natürlich mache ich das gerne, gibt es dann noch eine Anleitung in kurz und knackig, und da verquatsche ich mich auch gar nicht gleich. Und los geht's. Du brauchst dafür ein A4-Blatt, das du zerschneidest in der Mitte bei 10,5, also kurze Seite bei 10,5. Das eine Element ist 10,5 mal 27,5 cm und bekommt bei 14,5 eine Falzlinie. Von der anderen Seite kürzt du dir das Stück, in der Breite ist es ja 10,5 mal bei 17 cm. Dann brauchst du Falzlinien, und zwar bei 1,5, bei 14,5 und bei 16 cm. Dieses Feld tust du dann mit einer Ausstanzung versehen. Da habe ich hier so ein Diorama ausgestanzt, gibt es richtig Stanzform, und verwendet habe ich für heute die neuen Stanzformen aus dem Produktpaket Florale Freundschaft. Sehr filigran, gut zu verwenden. Es gibt eben genauso einen schönen Innenkreis, den man da gut benutzen kann. Und weil ich das einmal auf dem Arbeitstisch hatte, habe ich auch gleich das Designerpapier dazu genommen und habe mir 2 Stück zugeschnitten. Eins schon aufgeklebt hier drüben in den Maßen 10 x 12,5 cm. Könntest du jetzt noch weiter gestalten, vielleicht noch einen Text innen rein, muss aber nicht, denn sieht so auch schon total schicki aus. Das zweite Stück ebenfalls 10 x 12,5 cm, und für die Auflage vorne drauf habe ich, weil ich das gerade passend fand, ein Stück, wo ich eine Struktur aufgebracht habe, mit Strukturpaste gearbeitet in farbig. Da habe ich dir auch ein Video schon mal gemacht, das verlinke ich da oben, wo mein Kopf ist, beim i. Nicht vergessen, genau. Band werde ich noch verwenden, und jetzt wird alles zusammengeklebt. Das erste Teil habe ich ja gesagt, die Falzlinie bei 14,5, das ist hier, so sieht das im Ganzen aus. Und das zweite Teil hat ja mehrere Falzlinien, hier unten diese Linie, dieses Feld wird innen rein dann geklebt, hier. Und das Feld oben ergibt genau dieses letzte Stück, was wir hier brauchen. Ja, wo unten der Text ist, den sehen wir hier. Und dann hier eine Klebefläche. Und das klebe ich praktisch hier oben ran. Wie ich mir das jetzt anmesse, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache am Ende passt es und ist gerade. Das wäre immer ganz schön. Ich lege das jetzt mal so rein und schaue mal, ob das so funktioniert. Und schaue, dass ich hier genau auf die Falzlinie komme. Auf die Klebefläche. Und dann kann ich das so rumfalten. Und schon funktioniert mein Mechanismus. Und hier innen rein setze ich die andere Seite hier. Ziehe ich die Schutzfolie ab. Gestaltung werden dir sicher 1000 Ideen einfallen. Dann lege ich das hier flach hin und falte diese Seite oben drüber, und dann passt das ganze Teil komplett. Und wenn du es aufmachst und aufstellst, hast du hier dieses Feld. Diorama wird es genannt. Gibt es 1000 Möglichkeiten. Ich fand es so ganz witzig und finde auch mit diesem Motiv sieht das echt total cool aus. Und jetzt werde ich hier außen noch gestalten. So viel Zeit haben wir, trotz kurz und knackig. Ich habe ja gesagt, ein Band bringe ich auf. Das lege ich mir hier vorne drüber, an die Stelle, wo ich es haben will. Auf der Rückseite habe ich schon mal doppelseitiges Abreißklebeband aufgebracht und kann das jetzt hier einfach drüber spannen. Schön glatt. Dann wird auch hier nochmal doppelseitiges Abreißklebeband komplett aufgebracht. Und alles einfach nur zusammengesetzt. Die Anleitung ausführlich, falls dir das hier zu schnell geht, verlinke ich dir wie üblich auch das an der Stelle, wo da oben mein Kopf sitzt. So, Schutzfolien abziehen ist immer die leichteste Übung. Ausgestalten, ja, da bist du ja sicher absoluter König drin. Ich schaue, dass meine Mattung halbwegs funktioniert reihum. Das tut sie. Habe hier die Schleife schon mal vorbereitet. Suche jetzt die Schnurdots, die Klebepunkte.
Die kleinen, zarten, kannst du natürlich auch mit anderen Sachen anbringen. Ich liebe die hierfür echt total. Nehme meistens 2 Stück. Warum? Damit das Ganze sich nicht dreht. Suche jetzt die zweite, da ist sie. Hier oben so aufbringen, dass mein Spruch noch gut zu lesen ist und dass es so leicht hingeworfen aussieht. Du könntest übrigens aus dieser neuen Produktreihe von den Produkten exklusiv online jetzt hier noch so ein paar Klebepunkte aufbringen, und das machen wir auch wenigstens einmal mal so zwischendurch was, damit du siehst, wie ich das tue. Auch hier nehme ich diese Elemente, setze hier unten mal so eines hin, also ein Glue Dot, und nehme mir dann einen Klebepunkt und haue ihn hier drauf. Schon sitzt er. Ich glaube aber, es ist die falsche Farbe. Es ist ja unser lang ersehntes, tatsächlich zurückkommendes Pfauengrün. Ich nehme diesen Rotton, wo ich gerade nicht weiß, wie er heißt, aber du weißt es, ich weiß es sonst auch. Passend zum Designerpapier und zu der Innengestaltung. Das zweite Element, da habe ich einfach die Grüntöne, die ich vorne verwendet habe. Das ist einmal Gartengrün und zum anderen Papageiengrün. Die sind nicht in der Reihe von Florale Freundschaft mit drin, aber die hatte ich einfach für meine Struktur hier vorne drauf. Das setze ich jetzt hier in rein, könnte da noch mehr gestalten, werde mich jetzt aber gar nicht lange aufhalten, weil du weißt ja, die Anleitung soll kurz und knackig sein, und das wird sie auch. Und aus der Reihe Heimeliges Licht setze ich jetzt hier noch meine Laterne hin. Dann ist die Karte zwar ähnlich wie die erste, aber doch ganz anders. Hier kommt meine Laterne hin. Ich werde gleich noch mit Klebepunkten arbeiten und zeige dir noch mal kurz die Karte ganz schnell. So sieht sie außen auf. Ich stelle sie auf und das Fenster macht sich wunderbar für meine Dioramakarte. Stelle die zweite daneben. Die lege ich mal so ein bisschen länger, dass du das fürs Schlussbild gut siehst. Und das war's in kurz und knackig und ist auch nicht viel dran an so einer Karte. Schreib mir gern in die Kommentare, wenn dich was extra noch interessiert oder natürlich was Nettes. Abonniere meinen Kanal. Alles andere an Produkten ist in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns hoffentlich gleich in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie.